Hallo Holzfreunde! CNC-Fräse, das klingt erstmal nach Profi-Werkstatt. Ist es aber nicht. In diesem Video nehme ich dich mit in ein richtig cooles Projekt mit einer kleinen CNC-Fräse für Heimwerker. Keine Raketenwissenschaft und kein Hexenwerk. Ich zeige dir, warum das Ganze einfacher ist, als du vielleicht denkst. Schnall dich an, lege dich zurück. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schauen von diesem Video. Ja, und das ist sie nun, meine neu erstandene CNC-Fräse. Das ist die TTC 450 Ultra von Two Trees. Schön kompakt und schön klein. Trotzdem ist der Arbeitstisch aber so groß, dass man da vernünftig was mitmachen kann. Die Steuerung der Fräse ist hier in diesem Gerät mit Aluminiumgehäuse untergebracht. Und zusätzlich habe ich hier noch diese Mini-Absauganlage gekauft. Mal sehen, was diese so bringt. Das Gerät wurde in einem Bundle angeboten. Dabei dieser extra starke Fräsmotor mit 800 Watt. Für mein Projekt nehme ich jetzt aber hier diesen Standard 500 Watt Motor. Der sollte eigentlich für meine Zwecke erstmal reichen. Um das Programm für die CNC-Fräse zu erstellen, braucht man auch eine Software. Da gibt es sehr viele unterschiedliche, auch sehr viele kostenlose. Ich arbeite hier gerne mit Fusion. Das ist eine 3D-CAD-Software gleich mit Ausgabe des nötigen G-Codes für die Fräsmaschine. Mein Projekt ist eine Plakette mit einem dreidimensionalen Reliefbild für die Pferdebox. Das Reliefbild habe ich natürlich nicht selber gemacht, sondern habe ich mir mit Hilfe von ChatGPT erstellen lassen. Einfach hochgeladen und das fertige Relief kam zurück und das habe ich mir dann jetzt hier auf die Plakette gelegt. Und schon ist das Modell für das Projekt fertig. Dafür braucht man natürlich ein wenig Einarbeitungszeit, aber es geht doch recht schnell und die Software ist auch definitiv für Anfänger geeignet. Als erstes wollen wir unsere angehende Plakette erstmal planfräsen. Die Software gibt dann gleich den fertigen G-Code, also das Programm für die CNC-Maschine aus. Ihr braucht dafür absolut keine Programmierkenntnisse. Und dann kann es auch schon gleich losgehen mit dem Fräsen. Das Werkstück habe ich auf eine extra Opferplatte angebracht, dass, wenn ich durchfräse, ich den Frästisch nicht beschädige. Im Frästisch selber sind so Gewindehülsen eingelassen. Und dann kann man mit Hilfe dieser Spanner das Werkstück auf dem Tisch gut fixieren. Mit Hilfe von zwei Diagonalen zeichne ich mir jetzt den Werkstück Nullpunkt an und dann lade ich mir das fertige Programm einmal mit Hilfe eines USB-Sticks auf die Maschine. Man kann die Fräsmaschine allein mit dieser Steuerungseinheit betreiben oder aber man nimmt die mit zum Lieferumfang gehörende Software Candle. Das ist natürlich noch etwas komfortabler. Man braucht für die Software natürlich einen Computer oder einen Laptop. Bevor man anfängt, muss man der Maschine natürlich sagen, wo das Werkstück liegt. Ich richte die Maschine jetzt auf meinen Nullpunkt aus und mit einem Mausklick weiß die Maschine dann, wo sich das Werkstück auf dem großen Tisch befindet. Jetzt braucht die Maschine nochmal die Information über die Ausspannlänge des Fräsers. Das machen wir mit dem Werkzeugeinstellgerät. Das gehört mit zum Lieferumfang dazu.
Dazu wird in Candle einfach dieser Button gedrückt und die Z-Achse fährt eigenhändig bis auf den Kontaktpunkt. Und die Maschine weiß jetzt, wie weit ein Fräser ausgespannt ist. Bei mir im Lieferumfang war dann auch diese Absaughaube dabei. Die wird ganz praktisch mit Magneten gehalten. Und dann waren auch noch 2 dieser Bürsten dabei, je nach Länge oder nach Ausspannlänge des Fräsers. Einmal lange Bürsten und einmal kurze Bürsten. Ihr wollt aber ein paar Späne sehen, deswegen machen wir das Ganze ohne Absauganlage, damit man noch ein bisschen was sehen kann. Und dann geht es auch schon los mit dem Fräsen. Mein Werkstück ist aus Kirsche, also ein schönes Hartholz. Und die Schnitttiefe ist hier bei mir 2,5 mm, also nicht wenig. Nun musste ich aber feststellen, dass mein Nullpunkt in der Y-Achse nicht stimmt. Er fängt in der Mitte an, soll aber unten anfangen. Da musste ich den Nullpunkt nochmal verstellen und jetzt läuft es. Ich habe hier einen 6 mm Fräser drin und wie man sieht, zieht er richtig gut durch. Vielleicht ist er ein wenig lang ausgespannt, aber ich hatte leider keinen kürzeren. Je länger die Ausspannlänge, desto mehr Vibration gibt es. Aber trotzdem meistert die Maschine das wirklich gut. Und weil es so schön war, jetzt nochmal einen zweiten Planschnitt. Und hier haben wir das Ergebnis, eine schön geplante Planfläche. Nun will ich die Innenkontur mit dem Relief vorfräsen. Dazu brauche ich wieder einen anderen Fräser, einen 4 mm Kugelfräser oder Rundfräser. Das muss andersrum aufgeschraubt werden. Der wird wiederum mit dem Einstellgerät genullt. Das muss nach jedem Fräserwechsel passieren. Und dann geht es weiter mit dem Vorschrubben der Innenkontur. Die Kontur wird jetzt Zeile für Zeile abgezeilt. Das kann man natürlich auch ein bisschen gröber machen. Ich mache das hier ein wenig feiner. Das ist ja nur ein Vorschrubben praktisch, damit nachher der nächste Fräser nicht mehr so viel Material herausholen muss. Wenn euch das Video gefällt, dann denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Das hilft mir dabei, für euch weitere Videos zu erstellen. So, fertig ist das Vorschrubben der Innenkontur.
Und wie man sieht, kann man schon deutlich den Pferdekopf erkennen. Nun kommt der finale Schnitt der Innenkontur. Da wird alles noch etwas feiner herausgearbeitet. Also nochmal ein Fräserwechsel. Um die Kontur so fein herauszuarbeiten, nehme ich hier diesen feinen Intarsienfräser. Der hat eine ganz feine Spitze vorne. Jetzt versuche ich es mal mit Absaughaube und der kurzen Bürste, weil der Fräser dementsprechend kurz ist. Der angeschlossene Minisauger hat 2 Stufen. Ich nehme mal die Stufe 2. Und dann kann es losgehen mit dem finalen Schnitt. Das dauert natürlich seine Zeit. Je feiner man die Konturen ausgearbeitet haben möchte, desto feiner muss natürlich der Schnitt sein. Das kann man alles in der Software einstellen. Ich habe hier zum Beispiel nur, ich glaube, 2/10 Schnittvorschub oder Zeilenversatz. Der Vorschub ist ja wesentlich höher. Das ist jetzt das finale Reliefbild. Das sieht doch sehr schön aus und die Einzelheiten kann man sehr gut erkennen. Nun wird die Außenkontur nochmal gefräst. Dazu wechsle ich nochmal auf den 6 mm Fräser. Hier fräse ich einmal in der Luft, um euch zu zeigen, welchen Weg der Fräser nimmt, weil ich gleich wieder die Absauger anschließe. Also einmal eine runde Form. Und wie ihr sehen könnt, leistet die Absauge doch einiges. Es geht kaum ein Span dran vorbei. Das überrascht mich jetzt tatsächlich doch. Damit das Teil nicht umherfliegt, wenn es ausgeschnitten ist, lasse ich ein paar Stege stehen. Das wird auch mit der Software gemacht.
So, und fertig ist die Plakette für die Box. Nur noch die Stege durchtrennen und ein wenig angleichen. Vielleicht noch etwas ölen und dann sieht das Ganze so aus. Das macht sich auch gut als Inlay für eine Schranktür zum Beispiel. Und das alles ohne groß Erfahrung zu haben mit der Fräse. Das könnt also auch ihr. Also keine Angst vor neuer Technik. Die unterstützt euch nur im Kreativsein. Die Bezugsquelle der Fräse verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video Spaß gemacht hat und ich wünsche euch eine schöne Zeit.